Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es wieder um einen gelösten Fall. Und zwar aus dem Jahr 1989. Dies ist ein Fall, der nicht bei Aktenzeichen Y gezeigt wurde. Und vorgeschlagen hat mir diesen Fall unser lieber Moderator Stefan Allgäuer. Und zwar geht es in diesem Fall um den Doppelmord an Gordana Cegarac und Gabriele Möller. Ich vermute mal, dass die wenigsten von euch diesen Fall oder diese beiden Taten kennen. Mir ehrlich gesagt waren die beiden Fälle auch unbekannt und im Internet ist halt auch sehr wenig darüber zu finden. Warum ich diesen Fall jetzt gerade mache, das hat damit zu tun, da hier wieder äußerste Brutalität und absolute Empathielosigkeit. Die Quelle dieses Falles ist ein Spiegelartikel vom 10. Dezember 1989. Und zugetragen hat sich der Fall am 14. Januar 1989. Also praktisch vor über 33 Jahren. Am Samstag, dem 14. Januar 1989, abends kurz nach 9:30, verließ die 18 Jahre alte Jugoslawin Gordana Cegarac aus Quadrat-Ichendorf, Erftkreis, ihr Elternhaus, um ihre Freundin Gabriele Möller, 21, abzuholen. Die beiden jungen Frauen wollten nach Bergheim, um sich mit einer Bekannten zu treffen. Und dann hatten sie geplant, anschließend eine Geburtstagsfeier in Köln zu besuchen. Bis Bergheim wollten sie den Bus nehmen, erklärte Gordana ihren Eltern. Und von dort aus würden sie dann mit dem Auto eines Bekannten weiterfahren. Gabriele antwortete ihrem Vater auf diese Frage, wie sie denn nach Köln käme, mit ähnlichen Worten. Was tragisch daran ist, der Vater sagte später: Ich hatte den Wagen vor der Tür stehen. Es wäre kein Problem gewesen, die beiden Mädchen zu fahren. Aber die beiden Mädchen haben nicht die Wahrheit gesagt. Gordana, die gerade eine Lehre bei der Stadtverwaltung in Bergheim absolvierte, und Gabriele, angehende Grafik- und Designstudentin, haben nicht den Bus genommen. Sie stiegen nahe der Bushaltestelle an der vielbefahrenen B55 zu zwei jungen Männern ins Auto, die sie vom Sehen schon länger kannten. Von sich aus seien die Mädchen ans Auto gekommen und hätten gefragt, ob sie bitte nach Bergheim mitgenommen werden könnten, sagten die beiden Täter. Später aus. Bei diesen beiden Tätern handelte es sich um zwei Halbbrüder. Der eine der Täter beschrieb es so: Wir sind erst ein bisschen herumgefahren und wussten nicht so richtig, was wir machen sollten. Die Ampel war auf Rot, als die beiden Frauen über die Straße gingen. Mein Bruder sagte zu mir: Die zwei trampen bestimmt. Sollen wir sie mitnehmen? Da mir eine davon gefiel, sagte ich aus Spontanität heraus erst einmal ja, da ich sofort wusste, was er meinte. Das heißt, die beiden Halbbrüder sind im Auto unterwegs, stehen an der Ampel, sehen die beiden Mädchen über die Straße gehen und planen hier praktisch schon mit kurzen Worten, ohne dass überhaupt das richtig ausgesprochen wird, was geplant ist, eine Vergewaltigung und Mord. Gordana und Gabriele sind in jener Nacht vergewaltigt und erwürgt worden. Ein Werkschützer des Rheinbrauen Braunkohletagebaus Bergheim-Kenten fand am nächsten Morgen eine nackte, schlammverkrustete Frauenleiche am Damm der ehemaligen Bahnverbindung Horem-Rommerskirchen. Und bei der Spurensicherung stieß die Polizei auf die zweite, ebenfalls nackte Tote, 150 Meter von der ersten Fundstelle entfernt. Am Tag nach der Entdeckung, am 16. Januar nachmittags, wurden die Halbbrüder festgenommen. Der 23 Jahre alte Volker Sieben und Markus Gillis, damals 19 Jahre alt. Anfangs, so berichtete es der Vernehmungsbeamte, seien von Sieben hauptsächlich patzige Bemerkungen auf ganz normale Fragen gekommen.
Er sei eben sehr arrogant und etwas aufsässig gewesen. Auf Vorbehalte hin gab er schließlich immer mehr Einzelheiten zu. Er wurde so langsam auf den Weg gebracht, erinnerte sich die Staatsanwältin. Und nach 3 Stunden verfiel er in langes Schweigen. Dann hat er nach Stift und Papier verlangt, um das niederzuschreiben, was er nicht aussprechen konnte. Und zwar schreibt er dann nieder, wie die Tat genau passiert ist. Und er soll in dem Zeitraum von 21:26 Uhr bis 23:20 Uhr an diesem Geständnis geschrieben haben. Es wird dann so beschrieben, dass es in dem Raum atemlos still war und er wäre sehr stark angespannt gewesen, als er dann dies geschrieben hat. Und weiterhin hat der Vernehmungsbeamte berichtet, dass er ohne eine menschliche Regung sein Geständnis geschrieben hat. Und die Leute bekamen eine Gänsehaut, als sie sahen, wie kalt man ein solches Tatgeschehen einfach niederschreiben kann. Und wörtlich hieß es da in der Niederschrift: Als wir dann an der vor längerem vereinbarten Stelle ankamen, trat mein Bruder etwas mehr aufs Gas und bog den Feldern gegenüber dem Martinsberg ein. Die Frauen fragten, was das denn würde. Da habe ich darauf geantwortet, das gibt ein bisschen Spaß. Daraufhin riss die langhaarige Frau die Tür auf und wollte rausspringen. Da der Wagen aber zu schnell fuhr, klappte es nicht ganz. Als wir vor dem grauen Tor hielten, hat sie ihre Chance wahrnehmen wollen und lief Richtung Straße. Mein Bruder lief hinterher und ich wollte die zweite Frau im Auto festhalten, was mir misslang. Ich sprang auch aus dem Auto und holte sie ein. Dabei biss sie mir in den rechten Unterarm. Die 2 Frauen versuchten uns umzustimmen, was ich an ihrer Stelle auch getan hätte. Aber die Dunkelhaarige, die neben mir saß, drohte dann auch mit einer Anzeige. Da stand für uns dann fest, dass wir es durchziehen und das, was jetzt kommen wird, unumstößlich ist. Dann sagten wir, dass es soweit sei und sie ihre Jacken im Auto lassen sollten. Wir gingen die Böschung hinauf bis hinter das Gestrüpp auf der rechten Seite. Dort habe ich gesagt, dass sie sich ganz ausziehen sollen, was sie natürlich nicht sofort taten. Mein Bruder hat dann bei der Langhaarigen etwas nachgeholfen. Dann haben sich beide von alleine ausgezogen. Ich habe die junge Frau gebeten, sich erst einmal hinzusetzen, da ich mir doch noch nicht schlüssig war, ob ich es tun soll oder nicht. Habe es aber dennoch getan. Als ich sie so da sitzen sah und sie mir genau in die Augen schaute, habe ich weder Angst noch etwas in ihren Augen sehen können. Darauf zog ich die Hose herunter und bat sie, mein Glied in die Hand zu nehmen, und sie sagte mir, dass sie sich davor ekle. Ich habe versucht, sie zu überreden, aber sie wollte nicht, was sie mir ins Gesicht sagte. Ich überlegte, ob ich sie doch dazu zwingen soll oder nicht. Habe es nicht getan, sondern habe sie gebeten, sich hinzulegen und die Beine zu spreizen, was sie auch ohne Gegenwehr tat. Als ich fertig war, bin ich mit der jungen Frau bis zum Weg hinuntergegangen und habe meinen Bruder aus etwa 7 bis 8 Metern gefragt, wie weit er denn wäre. Er antwortete, dass es noch etwas dauern würde. Ich fluchte daraufhin, denn ich wollte nicht sehen, was er tat. Die Frau, die bei mir war, fror. Ich versuchte sie zu wärmen, da ich mir noch unschlüssig war, wie weit ich gehen soll. Dann beschreibt sie ihm, wie er und sein Bruder mit den Mädchen zum Auto zurückgingen, wie sie sich anzogen, aufwärmten und rauchten. Es wurde kaum gesprochen, es lief alles wie automatisch ab, tonlos wie in einem Stummfilm. Nach 2 Zigaretten bin ich mit meinem Bruder ausgestiegen. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, da bis dahin alles ohne Gewalt verlief. Wir hatten das eine wie das andere durchdacht und sind dann doch zu diesem grausigen Entschluss gekommen.
Der Vernehmungsbeamte erinnert sich dann noch an eine spätere Bemerkung von 7, dass er es vielleicht nicht gemacht hätte, wenn das Mädchen geweint hätte. Wenn sie nur geweint hätte. Sie habe sich selbst ausgezogen, sie haben nicht geweint und nicht gefleht. Sie haben auch nicht geschrien. Sie haben sich nicht gewehrt. Sie waren ganz still. Die Mädchen müssen sich nach der Vergewaltigung noch einmal ausziehen. Auch Schmuck, Uhren und Schuhe ablegen, was sie auch bedenkenlos taten. In dem Geständnis heißt es an dieser Stelle: Wir haben dann noch eine geraucht. Mein Bruder hat mich gebeten, noch einmal mit rauszukommen, was ich auch tat. Es war so vereinbart, dass jeder eine tötet. Mein Bruder fragte mich, was geschehe, wenn er es nicht schafft. Da habe ich gesagt, dass ich es dann machen müsste. So war es dann auch. Mein Bruder hat mit seinem Messer vor das Gesäß von der Langhaarigen zerschnitten. Vor dem Landgericht Köln sprach der Rechtsmediziner von winkelförmigen Konfigurationen, von geführter Schnittführung, von kreisförmigen Schnitten, Doppelkreisen, in deren Mitte sich ein Muster erkennen ließ, von langen, tiefen Schnitten, die nicht ruckartig, sondern in relativ statischer Lage ausgeführt wurden. Die Langhaarige, Gabriele, deren Vater sie als einen Menschen bezeichnete, der abwehrbereit war und eigentlich gekämpft haben müsste. Sie hat stillgehalten bis zum Tod. Um 21:58 Uhr berichtet der Vernehmungsbeamte, habe 7 das einzige Mal seine Niederschrift unterbrochen mit den Worten: Jetzt kommt das Schlimmste. Er setzte an, die Tötung der Jugoslawin zu beschreiben. Für einen Augenblick seien ihm dabei die Tränen gekommen. Danach ging es weiter, sachlich, detailgenau wie zuvor. Ich bin den Hauptweg mit der Dunkelhaarigen nach links gegangen und habe ihr erklärt, warum und wieso ich das tun muss. Es gab kein Zurück mehr. Darum musste ich die zweite auch töten. Sie reagierte genauso gefasst wie die erste. Als ich meine Hände um ihren Hals legte, haben sie sich nicht gewehrt. Zwar mit den Beinen gestrampelt, aber nicht mit den Händen. Markus Gillis, der jüngere Bruder, nach dem Eindruck der Polizeibeamten immer auf der Hut, das Beste für sich rauszuholen, gab zwar die Vergewaltigung zu, getötet habe er nicht, auch nicht mit einem Messer hantiert. Er habe zwar die Stelle, zu der man mit dem Mädchen fuhr, gekannt, doch von einem Plan, irgendwann einmal oder diesmal nicht nur zu vergewaltigen, sondern auch zu töten, habe er nichts gewusst. Und als Volker 7 alleine zurückkam, als er sagte, da hinten liegt eine Leiche, sieh mal nach, ob sie wirklich tot ist. Beide machen keine Angaben dazu. Der Verteidiger von Gillis, Frank Kenkins aus Köln, versucht dem Gericht klarzumachen, dass sein Mandant völlig geschockt gewesen sei, wie in Trance einige Minuten bei der Toten verweilt habe. Ja, dass er getäuscht durch das Mondlicht zunächst gemeint habe, die unbekleidete Frau auf dem Boden blinzle ihm zu. Als er zurückkam, sei auch Gabriele tot gewesen. Man sei dann noch einmal zu Gordana gegangen, weil sie mitten auf dem Fahrdamm lag, und er habe zugeschaut, wie sein Bruder die Leiche wegrollte, bis sie verschwunden war. Alle, die mit dem Fall Gillis und 7 zu tun haben, werden zu irgendeinem Zeitpunkt von Fassungslosigkeit und Ekel überwältigt. Fassungslosigkeit, Ekel und Hilflosigkeit, immer wieder und bei allen. Bei der Kriminalpolizei, die Informationen herausgibt wie sonst nicht, bei den Beteiligten der Hauptverhandlung, am Tag nach der Tat bis zum Ende des Prozesses. Und das Gericht ringt später um Erklärungen. Es ringt um den Umgang mit Menschen, die nichts als Fassungslosigkeit und Ekel und Abwehr hervorrufen. Volker 7s Antwort auf Fragen nach den Verhältnissen, die ihn so werden ließen, wie er ist, laut Stereotyp. Dazu will ich hier nichts sagen.
Er bringt es nicht heraus, dass er als Kind von seiner Mutter gezwungen wurde, Erbrochenes wieder zu essen. Die Mutter habe der älteren Schwester faule Eier ins Gesicht geworfen. Sie hat den jungen Volker mit der Fleischgabel gestochen. Die Mutter hat ihn als schwul bezeichnet und ihn aus dem Haus geworfen. Mit 3 Jahren lief er erstmals von zu Hause weg. Mit 14 nächtigte er in Telefonzellen und auf Parkbänken. Mit der Hundepeitsche wurde er geschlagen. Volker 7 reißte sich, seit er denken könne, Finger- und Fußnägel aus. Zeichen einer Aggression, die eigentlich der Mutter gelte. Aber irgendwo sei da wohl schon noch ein guter Kern. Die Gutachter Schürmann und der Diplompsychologe Professor Erlo Lehmann aus Düsseldorf typisieren 7. Die Schablone schützt, grenzt ab. Sie nennen 7 einen Soziopathen, gemütsarm, sozial gestört. Ein Individuum, nicht gesellschaftsfähig. Soziopathen enden häufig als Mörder und Totschläger. Wie verändert man eine solche Person? Eine Änderung trete höchstens ein, wenn die Folgen einer Tat ungemindert zu spüren sind. Soziopathen seien meist für ihr Tun voll verantwortlich und da unbelastet von jeglichen Skrupel, freier etwas zu tun oder zu unterlassen als wir. Leidensdruck? Ohne Gefühl, weder für andere noch für sich selbst. Also auch kein Leidensdruck. Keine Empfindung, auch nicht beim Geschlechtsverkehr. Rotz weg und dann hat sich das. Die Vorsitzende Richterin Dorothee Osterhagen Zalles Flossbach, sie sucht in den Akten und findet sich nicht zurecht. Sie drängt, sie eilt durchs Programm und kommt zu jedem Sitzungstermin zu spät. Sie will versuchen, sich noch schnell ein Bild zu machen. Sie wickelt ab, schützt sich durch Hektik und demonstrative Selbstsicherheit und wagt dann doch wieder ein Wort, das für einen Augenblick Einhalt gebietet. Herr 7 wirkte sehr kalt auf mich. Alles, was er sagt, ist ohne Gefühl und Teilnahme. Die Rolle des Jüngeren, der wie ein verschlagenes Kind auf der Anklagebank sitzt, die des Mitläufers, hätte fast geklappt, wäre nicht ein Vorfall zur Sprache gekommen, der Markus Gillis in ein anderes Licht rückte. Im Mai 1987 hatten die Halbbrüder 2 Schwestern, 15 und 17 Jahre alt, entführt und 12 Stunden lang malträtiert. Parallelen zum Verbrechen an Gordana und Gabriele sind unübersehbar. Und der Treibende war damals Markus Gillis, also der jüngere Bruder. Die Jugendlichen kannten sich aus einem Lokal. Sie gehörten alle derselben Clique an. Gillis fuhr die Mädchen häufig nach Hause. Und sie schöpften dann keinen Verdacht, als sie in ein einsames Gelände gefahren wurden. Dort angekommen, hieß es dann ausziehen. Mit einer Nylonwäscheleine wurden sie gefesselt und geknebelt, mit Messern bedroht. Markus Gillis, von den Zeuginnen als der Wortführer bezeichnet, vergewaltigt die 15-Jährige. Sein Bruder, der von der Älteren entweder abließ, weil sie ihre Periode hatte, oder weil er nicht wollte. Die Ältere redete auf die jungen Männer ein. Sie redete um ihr und ihre Schwester Leben. Die 15-Jährige weinte, anders als Gordana und Gabriele, als Gillis sich an ihr verging. Auch damals wussten die Brüder danach nicht, was sie machen sollten. Da sagte Gillis umbringen. Sie warfen Münzen um Leben oder Tod der Mädchen. Da sollte ich eine umbringen und er eine, sagte 7 vor Gericht. Aber er habe das nicht gewollt. Er habe dem Mädchen bedeutet, dass er mogeln werde. War der Markus denn so heiß aus Umbringen? Fragte die Vorsitzende. In gewisser Weise schon, antwortete 7. Gillis führte in jener Nacht Reden, die den verängstigten Mädchen keine Hoffnung ließen. Man habe schon mehrfach Frauen vergewaltigt, Brüste abgeschnitten, getötet. 7 schob alles auf den Jüngeren, er könne da nichts machen. Als die Brüder von ihren Opfern schließlich abließen, drohten sie ihnen nochmals mit Tod für den Fall, dass die Sache auffliegen würde. War Markus Gillis wirklich ahnungslos
als mit dem Tod nicht mehr gespielt wurde. Der Jugendpsychiater Professor Gerd Lehmkuhl aus Köln kann den Widerspruch zwischen Gilles Selbstdarstellung als passiver Mitläufer und seiner Aktionsbereitschaft nicht erklären und welche Motive bei Gilles eine Rolle spielen. Die Frage, ob auf ihn noch das Jugendstrafrecht anzuwenden sei, hält er für schwer zu entscheiden. Lehmkuhl hält Gilles für schon erreichbar. Veränderungen erscheinen möglich. Dieser Tage hat Gilles im Gefängnis geheiratet. Eine 18-Jährige aus der Nachbarschaft, die, wenn es stimmt, was die Boulevardzeitungen schreiben, die Opfer für die Schuldigen hält. Er wurde zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Für Volker Sieben rechnete sein Anwalt von vornherein mit einer lebenslangen Strafe. Sein Plädoyer bestand aus 3 Sätzen. Mir bleibt ja nicht mehr viel zu sagen. Mein Mandant hat sich einer Vergewaltigung und 2 Morde schuldig gemacht. Dafür muss er bestraft werden. Auch dies gehört zu den Scheußlichkeiten des Falles Gilles und Sieben. So, das war dieser Artikel. Also bleibt festzuhalten, dass der Jüngere zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt wurde. Und der ältere Bruder wurde dann anscheinend zu lebenslang verurteilt. Also ist jetzt über diese Tat und auch über diese beiden Täter jetzt außer diesem Artikel im Prinzip gar nichts im Internet zu finden. Ich habe jetzt aber noch auf einer Facebook-Seite noch eine Information gefunden. Ich hoffe, dass diese stimmt, weil da waren 2 Einträge. Einmal stand dort, habe gehört, die leben unter anderem Namen Mönchengladbach oder so. Durften gar nicht mehr leben, meiner Meinung nach. Also ich glaube mal, dass man mit dieser Information gar nichts anfangen kann und da kein Hintergrund ist. Und eine andere Kommentatorin oder ein anderer Kommentator schrieb, auch wenn es kein Trost ist, habe ich heute etwas gegoogelt und gelesen, dass die beiden zumindest 2019 noch inhaftiert waren. Also 2019, das könnte ja auf jeden Fall bei dem älteren Bruder hinhauen, der ja zu lebenslang verurteilt wurde. Und dann steht da noch, der Jüngere kam nach knapp 10 Jahren frei, passt ja auch, und wurde kurz darauf erneut straffällig. Und dann gab es 8 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Weswegen er jetzt wegen 8 Jahren verurteilt wurde, das ist jetzt leider nicht rauszufinden. Also derjenige, der geschrieben hat, dass der Junge nach 10 Jahren wieder frei und danach wieder straffällig geworden ist. Dieser Kommentar ist 13 Wochen alt, ist also nicht allzu alt, aber ich habe jetzt hier tatsächlich nichts dazu gefunden, habe es über mehrere Varianten versucht. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch ein bisschen mehr darüber, dann gebt mir bitte die Info oder schickt mir Infomaterial eben zu. Darüber wäre ich eben sehr dankbar. Ja, was jetzt noch interessant in Anführungsstrichen an diesem Fall ist, also anscheinend sind die beiden auch wegen dieser ersten Tat überhaupt nicht verurteilt worden. Anscheinend ist diese Tat wohl auch überhaupt nicht angezeigt worden. Ansonsten hätte es ja zu dieser Tat gar nicht kommen können. Dann anscheinend auch eine sehr, ja, irgendwie wohl ein bisschen desinteressierte Richterin. Und jetzt habe ich mich gerade noch mal ganz kurz hier auf die Suche gemacht, um noch vielleicht die eine oder andere Information zu finden. Da habe ich tatsächlich noch was gefunden. Und zwar, da steht, wie die Polizei denn überhaupt den beiden auf die Spur gekommen ist. Und zwar war die Polizei den Tätern auf die Spur gekommen, nachdem man auf einen Hinweis aus der Nachbarschaft reagiert hatte, dass das angebrannte Passbild eines der Mädchen in einem Bad gefunden wurde, das von dem älteren der beiden Halbbrüder mitbenutzt wurde. In seinem Zimmer fanden die Beamte dann 2 mit Schlamm verschmierte Hosen. Und daraufhin sind die Männer dann ein paar Tage später festgenommen worden. Also das war jetzt eben tatsächlich so alles, was man wirklich dazu finden kann. Was hier für mich einfach wirklich hardcore ist und was vielleicht auch mal einen ganz guten Einblick bringt, wie solche Leute funktionieren.
was bei denen ansatzweise im Kopf vorgeht. Und ja, man wundert sich ja oftmals, wie kann jemand so etwas vollbringen, wie kann jemand so etwas tun. Und ich denke mal, diese Schilderung, die zumindest einer der Täter dort gebracht hat und die ich euch jetzt hier in diesem Video dargestellt habe, erklärt in Anführungsstrichen einiges, wie so etwas abläuft. Gut, ich habe dazu, glaube ich, jetzt nichts weiteres zu sagen. Erstmal danke an Stefan nochmal für die Zusendung dieses Skripts. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!